Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die ich für euch vorbereitet habe, sind Lufthansa, IAG und Air France KLM freuen sich, soll ich sagen? Sie freuen sich auf jeden Fall sehr stark. Ich wollte es jetzt nicht so krass ausdrücken, wie ich es eigentlich auf der Zunge hatte. Die EU will die Übernahmeregeln vereinfachen. Dann von British Airways gibt es Nachrichten, nachdem ich gestern sagte, Leute haben Status geschenkt bekommen, die nicht geflogen sind. Jetzt hat man festgestellt, nachdem man es forensisch untersucht hat, das war falsch. Wir haben aus Österreich die Zusage, dass die Uniform erneuert wird, aber die roten Strumpfhosen bleiben. Und Nahostkrise, Boeing 777X, was bedeutet das dafür? Denn Boeing sagt, wir haben kein Problem. Und Miles & More Prämienflüge können endlich online umgebucht werden. Also schon mal eine Erleichterung. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ein Like dazulassen oder aufs Cool zu kommen und zu kommentieren. Das erste Thema ist die EU. Die EU will die Regeln vereinfachen bei Übernahmen von Fluggesellschaften. Bei der, ich denke mal, Lufthansa erinnert man sich ja noch stark an die ITA-Übernahme, was da für Probleme waren. Und deshalb haben irgendwie die Air France KLM bei SAS direkt unter 20% gekauft, dass sie gesagt haben, wir wollen da gar nicht durchgehen. Und es soll eine massive Lockerung der Fusionsregeln sein. Ziel ist, größere Airline-Gruppen zu schaffen, also europäische Champions, um global halt konkurrenzfähig zu sein. EU plant halt damit die größte Reform der Wettbewerbsregeln seit Jahrzehnten. Fokus künftig ist auf Innovation, auf Investition und Resilienz. Ja. Und die gescheiterte Übernahme von IAG Air Europa ist anscheinend ein mahnendes Beispiel. Aber auch die neuen Deals, nämlich mit Condor, die ja einen Investor suchen, aber die TAP dürfen wir ja auch nicht vergessen, gibt es ja Themen, wo Fluggesellschaften vielleicht glücklich sind. Mehr Konsolidierung ist natürlich auch mehr unabhängige, weniger unabhängige Fluggesellschaften, was für uns ein Nachteil ist, weil wir ja am Ende des Tages da weniger Auswahl haben. Auch für die Vielfliegerprogramme gibt es dann quasi nur noch so 3 Programme oder sowas, gefühlt weltweit oder europaweit zumindest. Und damit hat man dann natürlich ein Thema. Aber man muss halt immer beachten, wir haben sehr viel Druck aus dem Ausland. In der USA ist ja auch die Konsolidierung. Das heißt, man sieht also auch mit United und so weiter, dass die American Airlines übernehmen wollen und damit eine, wenn nicht sogar die größte Fluggesellschaft der Welt machen. Andere Länder, andere Sitten und da müssen wir uns in Europa leider anpassen. Und ein EU-Beamter sagt folgendes Zitat: Ambitionierter Ansatz reflektiert den globalen Wettbewerb. Da könnt ihr natürlich auch sagen, ob das gut ist oder nicht, weil es ja weniger Wettbewerb ist und damit die Tickets teurer werden. Die Konsolidierung ist alternativlos, um Angela M. Zu zitieren. Und die andere Frage ist, ob damit also quasi auch ein Oligopol entsteht, wie bei den Tankstellen. Und Gewinner sind die großen Airlines und die kleinen Fluggesellschaften sind die Verlierer. Ja, braucht Europa weniger Wettbewerb, um global zu bestehen? Das ist eine interessante Frage. Der Nahostkrieg oder Krise ist es ja im Moment, geschossen wird ja nicht, Gott sei Dank, hat Auswirkungen auf Boeing, aber Boeing sagt, nicht wirklich. Denn die Gulf Airlines sind Schlüssel für die Boeing 777 und der Iran-Konflikt könnte die Nachfrage und Auslieferung beeinflussen. 78,5% der 777X-Bestellungen kommen ja aus der Region und die Kunden sind Emirates, Qatar und Etihad. Emirates alleine hat 270 Bestellungen. Das Produktionsziel sind 5 Flugzeuge pro Monat. 14% Boeing Backlog kommt aus dem Nahen Osten. Die Gulf Airlines sind extrem abhängig von der Stabilität und Krisen bremsen das Wachstum, wie wir ja merken, auf allen Fronten. Und weniger Kapazität heißt höhere Preise und Hub-Systeme könnten natürlich volle Lotte leiden. Boeing ist extrem abhängig von wenigen Kunden. Da versteht man auch, ich will jetzt gar nicht einen neuen Kriegsschauplatz eröffnen. Airbus, dass sie den 380 Neo nicht gemacht haben und gesagt haben, ja, wir wollen den nur für Airbus machen. Vielleicht war das eher richtig. Und die Frage ist natürlich, sind Fluggesellschaften damit zu abhängig auch von gewissen Regionen, wenn man sich nicht auf einen, aber auf mehrere aus einer Region da verlässt? Und das Fazit ist aber im Moment, es ist stabil
Und langfristig ist es halt ein geopolitisches Risiko. Wenn man nochmal guckt, Kelly Ortberg, der CEO von Boeing, hat auch gesagt, naja, nun gut, wenn wir da nicht hinliefern können, wir haben ja andere, die früher nehmen. Deshalb ist man natürlich immer wieder beflissen, bei Boeing zu sagen, naja, nun gut, das Problem bei Boeing ist ja eher das Thema, dass Boeing die Flugzeuge nicht liefern kann. Aber wenn Sie das Produktionsthema mit 5 pro Monat auf Kette haben, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie auch für jeden einen Kunden finden. Also insofern schauen wir, was da passiert. Ihr könnt ja fragen, die Frage des Tages beantworten, und fragen könnt ihr sowieso auch immer. Ist die 777X ein tragfähiges Flugzeugmuster ohne den Nahen Osten? Austrian Airlines und die rote Strumpfhose. Seit 1995 gibt es die und ist Teil der Marke. Man sagt ja, ich weiß nicht, irgendjemand erzählte mir die Geschichte, dass die Strumpfhosen auch steuerlich absetzbar sind, weil halt am Ende, weil keiner trägt die privat. Deshalb gab es ja auch den Automaten in Wien am Flughafen für die Strumpfhosen. Es gab ihn ja auch mal im Shop. Und seit 1995 wird er halt wie getragen. Und 70% der Flugbegleiter, also eigentlich müssen es ja Flugbegleiterinnen sein, hoffe ich zumindest, oder wie auch immer, hey, do whatever you want, haben mit 70% halt dafür gestimmt, dass die rote Strumpfhose bleibt. 16.000 Stück pro Jahr. Und das soll halt wirklich auch Bestandteil der neuen Uniform bleiben bei Austrian Airlines, denn das Branding ist ja gerade wichtiger als je zuvor. Und die Differenzierung zur Identität. Eine Flugbegleiter, ich habe den Namen nicht mehr auf Kette gesagt, man wird ja von Wien bis Tokio halt erkannt aufgrund der roten Strumpfhose. Und da bin ich mal gespannt, wie das ist. Und sagt ihr, ja, das ist ein USP, die rote Strumpfhose, daran erkennen wir die Austrian, das ist wichtig für uns? Oder ist es einfach nur, Austrian bleibt anders und eine klare Markenstrategie. Deshalb braucht eine Airline solche ikonische Merkmale. Da könnt ihr ja gerne zu antworten, was ihr von diesem Modeaspekt haltet. Ja, bei British Airways Status-Chaos. Ich hatte gestern ja berichtet, dass Leute das bekommen haben. Angeblich sind 130.000 Leute mit Status beglückt worden, die eigentlich den Status nicht verdient hätten. Und jetzt sagt British Airways, ja, das war ein IT-Fehler, wir haben mal forensisch geguckt, wir haben das mal gefunden. Und das führt dazu, dass bis zu 130.000 Mitglieder fälschlicherweise den Status bekommen haben. Sie haben ihn weder verdient, noch haben sie ihn in irgendeiner Art und Weise zu bekommen. Und die fehlerhafte Statusverlängerung kam halt durch einen IT-Fehler. Nur jetzt müssen wir uns mal überlegen, British Airways und IT, das waren ja immer schon zwei Welten oder Galaxien sogar, die aufeinander getroffen sind, die miteinander nicht zusammen können, weil sie sich gegeneinander abstoßen. Und die IT bei British Airways ist eine Riesenkatastrophe. Und ich glaube nicht, dass das jemand geprockt hat, ohne dass jemand das vorher kontrolliert hat. Und die IT ist halt wirklich bei British Airways ein Thema, was immer wieder Never-Ending Stories sorgt. Und die loyalen Kunden, die ja nicht so ganz loyal waren letztes Jahr, sonst hätten sie ihren Status verlängern können, verlieren natürlich dann auch die Lust. Und die Frage ist natürlich, wie kann so etwas passieren? Und ist das ein Thema, wo Sie sagen, ja gut, Technik hat es verkackt, die müssen das jetzt einfach mal so absorbieren? Fände ich spannend. Und wie viel Vertrauen habt ihr in die Airline-IT? Gerade bei BA, die ja dafür berühmt und berüchtigt sind, dass da einige Sachen schief laufen. Ich brauche da, glaube ich, nicht mehr weiter was zu sagen. Gut, Lufthansa mit der weltbesten IT hat auch jetzt Verbesserung mit Online. Und zwar Miles & More Umbuchungen können jetzt für Miles & More Flüge, also für Bordflüge, online gemacht werden. Das ist natürlich ein überfälliger Schritt. Andere Fluggesellschaften machen das und wir wissen ja alle, wenn wir angerufen haben, auch bei komplexeren Routings war dann halt immer viel Spaß, weil geht nicht. Also man musste selber besser vorbereitet sein als der Mitarbeiter. Man hatte beim Mitarbeiter-Roulette ja auch teilweise Pech gehabt. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass die Gebühren, die Steuern, die Meilen halt wirklich auch online angezeigt werden, mehr Transparenz. Leider nicht alle Airline-Partner unterstützen das und alte Buchungen sind teils ausgeschlossen, aber für Miles & More zumindest eine Verbesserung. Und die Digitalisierung schreitet halt voran, Gott sei Dank später als nie.
Ganz wichtig. Und man ist wenigstens von der Hotline nicht abhängig. Also die Hotline ist ja wirklich das Problem, wie ich ja sage, Hotline Roulette, weil man da halt am Ende sehr viele Leute trifft, die nicht wirklich motiviert sind manchmal oder halt auch von der Ahnung her relativ frei sind. Ja, man holt damit bei der Lufthansa auf gegen die Konkurrenz. Man kann jetzt natürlich fragen, warum erst jetzt in 2026, aber ich denke mal, wenn es gut umgesetzt ist, dann macht das auch Sinn. Und klar, wir können jetzt sagen, oh, ja, das ist viel zu spät, aber hey, lieber spät als nie. Und Lufthansa, ich sage einfach mal Danke. Es war nötig. Ist Miles & More überhaupt noch konkurrenzfähig? Das ist eine andere Frage, die ich stelle als Frage des Tages. Die könnt ihr gerne beantworten. Und wir können natürlich als Fazit sagen, dass in Europa eine massive Konsolidierung bevorsteht. Und wenn die Regeln sich noch vereinfachen, gibt es ja viele Fluggesellschaften, nicht nur die Condor. Ich sehe zum Beispiel LOT, aber auch die Finnair zum Beispiel, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ist eine Fluggesellschaft, die Unterstützung brauchen. Und IT bleibt halt auch trotzdem bei den Fluggesellschaften die größte Schwachstelle. Da sollte auch wesentlich mehr gemacht werden, dass die dort für Sicherheit sorgen. Und am Ende trotzdem Digitalisierung kommt, auch bei dem alten System. Ja, ich weiß, die Systeme bauen auf irgendetwas, was 1800 irgendwann als Strom erfunden worden ist, noch eingebaut werden muss. Ich weiß es nicht, aber man sollte vielleicht das System einfach mal neu aufsetzen und sagen, hey, ne, aber hey, gut. Und das Branding wird wieder wichtiger. Das heißt also mit Austrian, sie gehen halt den richtigen Weg. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like zu lassen, aber auch natürlich aufs School zu kommen und zu kommentieren, die Frage des Tages zu beantworten. Und da haben wir natürlich die Frage, braucht Europa weniger Wettbewerb? Das ist eine ganz wichtige Frage aus meiner Sicht. Und die andere natürlich ist es Miles & More noch zeitgemäß? Bis dann, ciao.